Aber manche haben einfach meiner Meinung nach so eine Gesichtsstruktur, die einfach dazu erschaffen wurde, gehauen zu werden. Ich liebe, weil ich natürlich einen Job machen will, der mir Spaß macht, aber wenn natürlich das Arbeitsumfeld scheiße ist, macht mir der Job nicht mehr Spaß. Deshalb ist halt einfach das Drumherum und Kollegen sind halt ein Faktor. Ja, du kannst die geilste Stelle haben, wenn alle um dich Arschlöcher sind und du immer nur hinterher arbeiten musst, weil die halt faul sind oder so, dann wird halt der geile Job auch irgendwann nicht mehr geil. Und viele haben gesagt, ja, es ist so schade, dass wir so ein gutes Team sind und niemand will eigentlich gehen, weil es passt einfach bei uns alles. Aber man schaut sich trotzdem auf sich selbst und man geht einfach mal kündigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickwinkel Chaos. Mein Name ist Norbert Marton und ich sitze hier heute wie immer mit Christina Snigur. Hallo. Und mit Corbinian Duda. Hi. Hallo. So, Folge 69 und wir sind so sick wie Folge 69. Also, wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Also ich habe gerade richtig Halsschmerzen, ich fühle mich richtig schwach. Ich sehe es, der wird mich fangen. Also die Krankheit wird gleich mich fangen. Ich glaube, morgen wird es einfach da sein. Und das ist echt schlimm. Ich unterdrücke meine Symptome mit dem, was man rezeptfrei in der Apotheke bekommt im Moment. Noch bis morgen. Oder bis Marihuana. Achso, nee, das ist nicht rezeptfrei. Was? Nein, hallo, hallo, Ibu 400 und weißt du, solche Sachen. Weil, oh, weia. Du bist ja jetzt... Kann ich auf Dienstreise nicht gebrauchen. Deshalb auch für die Zuschauer Ghetto-Setup. Du bist gerade im Blank. Im Hotelzimmer. Du bist im Blank. In Null. Im was? In Blank. Also leer. Du bist in leer. Ich bin in leer. Ja. Okay. Weil da, wo du bist, existiert ja nicht. Also es ist Null. Ach so, wie in der Datenbank. Ich dachte, so machst du dir die Mühe und machst irgendwie so ein Void hinter mich einfach. Ich werde so ausgeschnitten und ich sitze einfach nirgendwo. Achso, ja klar mache ich mir die Arbeit, natürlich. Ja, so langweilig, ich weiß ja nicht. Du denkst nee. Ja, Neues ausprobieren. Nee. Ja, du bist jetzt in Bielefeld im Hotel, gell? Genau. Noch bis morgen. Und dann geht's langsam über Umwege Richtung Heimat wieder. Und wie läuft's? Wir sind schon ziemlich produktiv. Eigentlich gut. Ich versuche gerade meine Chefin zu überreden, dass wir uns auch so ein Whiteboard kaufen, wie die haben so ein digitales. Weil ich das so mega finde, das Ding. So, es ist schon geil. Wo du einfach auf die Wand tippst und dann nimmt er das mit, dieses projizierte Bild, oder? Nee, das ist es ist wie ein Fernseher, ne? Also so ein digitales Whiteboard, 85 Zoll, aber du kannst einfach so viel Scheiß damit machen. Weißt du, was einfach deinen Ich hatte sowas in der Schule bei uns in der neuen Gebäude. Ist für das, was wir machen, so mega geil, wenn du halt erstmal über ein Thema redest und dann sagst du, das sollten wir nochmal hier, ne, wie sind die Datenströme, sonst was, kurz skizzieren und dann nix Papier, du kannst immer gucken, was haben wir gestern nochmal gemacht. Mega. Und dann am Ende, wenn du fertig bist, so, das ist jetzt fertig, die Zeichnung, zack, per E-Mail erstmal an alle und nächste Seite. Stark. Nix, kein Papier, kein Abreisen, gar nichts. Mega. Und als ich geguckt habe, wie viel die Dinger kosten, wie gesagt, bin ich jetzt ernsthaft nebenher am Schreiben und sage, haben wir das am Budget drin? Ich will so ein Ding haben. Was kostet sowas? Der 85 Zoll, der kostet gerade mal 200.000 Euro. Das ist was jetzt viel klingt, aber wenn du drüber nachdenkst, ist es gar nicht viel eigentlich. Also bei 85 Zoll kannst du locker auch 8.000, 9.000 Euro nur für einen stinknormalen Fernseher ausgeben. Ja, und das Ding, das ist das, was die da auch hängen haben. Und ich war echt, ich hab echt gedacht, das Ding ist teurer. Deshalb, und das sehe ich irgendwie noch in unserem Budget drin. Versuche ich zumindest gerade reinzuzwängen für 2025. Guter Punkt. Ey, ich finde das so witzig, deine Stimme, bisschen so krankhaft, so, man merkt die Krankheit dir an. Und dann noch ein bisschen dieses Echo aus dem Hotelzimmer. Das ist so, als ob ich mit einem kompletten fremden Menschen telefonieren würde. Naja, der Raum ist natürlich, ne, was Akustik angeht, halb so wild. Ich könnte jetzt die Kamera so schwenken und so nochmal, aber lasse ich. Bitte nicht. Ich hoffe überhaupt, dass die Aufnahme läuft. Ich kann es nämlich nicht sehen. Folge 69, Chaos, Folge Nummer 3 eigentlich. Ja. Hätten wir morgen aufnehmen müssen, dann wäre es noch passender, weil morgen ist ja Freitag der 13. Ey, ich glaube, morgen werde ich einfach flach liegen und irgendwie einen Fahrer holen wollen oder so. Ich bin gesund angereist und
seitdem geht's bergab. Oh weia, der Boy ist Hat sick. mit Husten angefangen und mittlerweile ist es, weißt du, jetzt geht's langsam in die Nase und der Husten ist jetzt nicht mehr trocken, sondern so, du merkst so, da ist so ein bisschen Schleim in der Lunge. Saftig. Und du merkst halt einfach so, du wirst krank. Oh Wie es weia. halt so ist, ne? Du weißt ja, wie sich das anfühlt. Und offensichtlich geht's dir ja scheinbar auch so. Und Christina auch, weil es irgendwie hieß, ihr seid alle krank. Ja, bei mir ist was anderes. Okay, dann. Bei mir ist mein Zahn. Der tut richtig weh. Ja. Und ich habe jetzt vor der Aufnahme 2x 600 Euro reingetan. Zweimal. Ja, damit das richtig Ah, fuck. wirkt. Wow. Sie ist die Ausgebildete und so, Norbert, ne? Ja, aber nicht in Anästhesie. Ja, das auch. Letztens musste ich auch einen Patienten intubieren, deswegen. Ach so. Weil so in meiner Ausbildung musste ich auch Anästhesie machen. Und das war 2 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Da musste ich quasi notfallmäßig assistieren. Deshalb bist du jetzt so aufgedreht. Du hast irgendwelche Millis da gepoppt. Läuft bei dir. 2 gute Zeug, Ibu, Norbert, ja. das will ich kriegen. Okay, Hauptsache hilft. so ist es. Liebe Leute, wir sind alle sick. Nichtsdestotrotz ballern wir mal durch ein bisschen quatschen. Schadet uns nicht. Zumindest hoffe ich mal. Frage des Tages. Geht's um Arbeit? Also Corvinian ist schon im Modus. Was ist dir im Job wichtiger? Der Job selbst oder die Kollegen? Ganz, ganz wichtige Frage, finde ich. Ich finde, das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist halt so, das ist keine so Entweder-Oder für mich halt so Aussage. Also wenn ich es jetzt persönlich bewerten würde, es geht so Hand in Hand irgendwie, es geht so Überschneidungen. Ja, aber genau, Weil die das Arbeit ist der kann Punkt. geil Was ist sein. aber wichtiger? Ja, das ist schwierig. Ja. Machst du lieber eher einen langweiligeren, schlimmeren Job, dafür hast du aber ein mega gutes Team? Oder machst du lieber einen brutal geilen Job, dafür hast du aber eher einen schlechteren Team? Aber ich glaube, es liegt an dir selbst. Ja, deshalb frage ich, was würdet ihr wählen? Ich würde es, ich mache es ein bisschen zeitabhängig, meine Aussage. Also kurz- bis mittelfristig würde ich sagen, geiler Job, aber scheiß Kollegen, kann ich mit leben. Aber wenn es länger ist und länger, sagen wir jetzt mal irgendwie, du machst was über Jahre, definieren wir es mal so, dann habe ich lieber auch gute Kollegen, also dann habe ich lieber, dass das Umfeld stimmt, weil sonst du sowieso, also die Arbeit dann irgendwann keinen Spaß mehr macht, sowieso. Und dann hast du irgendwie mit dem du was machen kannst. Macht das Sinn? Es ist Ja, irgendwie schwierig. wir haben dich verstanden. Ja, aber ne, das ist irgendwie so, beides ist irgendwie cool, aber wenn du beides hast, ist es am besten, aber wenn du jetzt sagst entweder oder, ist es irgendwie ganz schwierig für mich. Ich Weil finde, weil ich natürlich einen Job machen will, der mir Spaß macht, aber wenn natürlich das Arbeitsumfeld scheiße ist, macht mir ja der Job nicht mehr Spaß. Deshalb ist halt einfach das Drumherum und Kollegen sind halt ein Faktor. Ja, du kannst die geilste Stelle haben, wenn alle um dich herum Arschlöcher sind und du immer nur hinterher arbeiten musst, weil die halt faul sind oder so, dann wird halt der geile Job auch irgendwann nicht mehr geil. Wegen denen. Weißt du? Wie ich es meine. Deshalb ist es für mich so schwierig. Und sag halt, das hängt so miteinander zusammen. Außer du bist selbstständig, dann ist natürlich, ja, geiler Job. ich finde, es ist ein entscheidender Faktor noch, was wir da betrachten müssen. Und zwar, wie viel hast du tatsächlich mit deinen Kollegen zu tun? Bist du ständig irgendwie auf Kollegen angewiesen? Dann ist der Job eigentlich relativ egal. Hauptsache, die Kollegen sind dann kooperativ und nett und Alle was weiß leiden ich. gleich viel mit. Exakt. Und wenn du irgendwie nur einmal die Woche jemanden triffst, ein Licht ist schon wieder hinter mir rausgegangen, das ist echt schlimm. Du bist einfach viel zu hell für Geister. das Licht. Ja, es ist Katastrophe. Naja, aber wenn du irgendwie nur einmal die Woche flüchtig jemanden im Büro triffst, weil du einfach so einen Job hast, keine Ahnung, so ein Datenbankanalyst oder sowas. oder ich weiß nicht, oder Datenbankentwickler oder irgendwie so halt am Rande, so ein Underdog, dann muss halt der Job passen. Dann ist vollkommen egal, was für Kollegen du da hast. Also, es ist ziemlich schwierig. Also ich würde prinzipiell sagen, Kollegen kommen und gehen, der Job muss passen. Ja, hast du recht. Die Arbeit kommt und geht auch noch. Ich finde, dass in der ganzen Situation ist eigentlich die Art und Weise, wie du die Situation betrachtest, weil ich habe jetzt
nicht schwierige Situation in meiner Arbeit tatsächlich. Ich habe in meiner Arbeit meine Ausbildung gemacht. Und da habe ich mich tatsächlich nicht so wohl in meinem Team gefühlt, weil weißt du bist Azubi, ich bin nicht so lange in Deutschland. Ich habe immer mich ausgeschlossen gefühlt, einfach von dem Team. Und jetzt, nach 9 Monaten knapp, nach meiner Ausbildung, so nach meiner Abschlussprüfung, habe ich tatsächlich bemerkt, wie gut unser Team ist. Die sind alle so liebevoll. Ja, natürlich, es gibt auch Menschen, die sind faul und die wollen nicht arbeiten, aber es gibt in jedem Job und in jedem Team eine Person, die einfach faul ist. Aber sonst, wir sind so ein gutes Team und ja, wir hatten so eine Probleme in der Arbeit, dass wir vielleicht keine Bereitschaftszimmer mehr haben. Und viele haben gesagt, ja, es ist trotz schade, dass wir so ein gutes Team sind und niemand will eigentlich gehen, weil es passt einfach bei uns alles. Aber man schaut sich trotzdem auf sich selbst und man geht einfach, man kündigt. Finde ich ein ganz interessanter Punkt, was du da sagst, weil wenn ich das jetzt so höre, dann ist eigentlich der Job 100%ig wichtig Ja. und die Kollegen sind vollkommen egal, weil wenn der Job nicht passt, dann wechselst du ja. Dann wechseln sich damit automatisch auch die Kollegen. Wenn aber der Job super gut ist und die Kollegen scheiße sind, die werden mit der Zeit abgerieben. Es gibt einen Grund, warum sie scheiße sind oder sie sind alle gut, nur du passt nicht dazu und dann wirst du früher oder später herausgehasst oder rausgeschmissen. Oder geliebt. Du bist das Problem. Ja, also wenn du... Ja, ich sage, du bist das Problem eigentlich. Genau, wenn jedes das Arschloch ist in der Arbeit, dann ist wahrscheinlich bist nur du das Arschloch in der Arbeit. Oder kein Arschloch. Aber bei Christina ist es ja so, dass ja dieses mit Bereitschaftszimmer und Wechsel und sowas, das war ja wieder was, das hat ja nicht ihr Team entschieden, sondern das kam wieder von woanders. Weil Ja, halt, genau, das ist der Job sozusagen. Und wenn du kein Zimmer hast, wo du übernachten kannst, während du deinen Job ausführst, dann ist es ein entscheidender Faktor. Da können die Kolleginnen so nett und enger sein, wie man will. Wenn ich nirgendwo zum Schlafen habe im 24-Stunden-Dienst, Ja. dann bin ich weg. Auf jeden Fall, während meiner Ausbildung gab es tatsächlich, sage ich, nicht sehr nette Kollegen und jeder hat sich im Team irgendwie so rausgehasst und dann haben sich echt so Gruppen gebildet. Aber jetzt, seitdem die Personen weg sind, es ist einfach Idylle, einfach ruhig im Team und alle können miteinander arbeiten. Das ist halt ein gutes Team. Da war noch ausgeführt im Sinne, ich tue mir schwer, weil es bei mir so ist, dass halt es intern im Team passt. Dadurch die Arbeit auch wieder positiv beeinflusst wird, weil macht mir mein Job schon Spaß, ne? Und du kannst halt aufgrund der guten, homogenen in unserem Team Situation, weil da jetzt keiner ist, den du irgendwie nicht magst, weil die es mal gab, die sind weg, sind freiwillig gegangen oder wurden gegangen, kannst du halt diese äußeren Einflüsse einfach eher verkraften, was dir sonst den Job halt nicht so geil machen würde, wenn das Sinn macht. Ich liebe diese Bezeichnung, wurden gegangen. Naja, weil jeder weiß, was damit gemeint ist, Ja. würde ich behaupten. Ich hatte mal in der alten Arbeit einen Teamleiter gehabt, der kam einfach ziemlich random dazu, so ohne das Team zu fragen, wurde er eingestellt, quasi über uns in der Hierarchie, also extern angeschafft und der war halt eine absolute Niete, also der konnte fachlich nichts und auch als Führungskraft nichts. Und Echt? ja, ziemlich schlecht und dafür war er menschlich auch noch so eine Pussy, muss ich ganz ehrlich und bitter einfach so sagen. Also du konntest mit dem wirklich nichts anfangen. Also du nimmst irgendwie eine Zimmerpflanze und hast du mehr davon als Norbert, den als eine Frage. Vorgesetzten zu haben. Sein Nachname fing aber nicht mit Z an, oder? Nein. Okay, gut, weil so einen hatten wir auch mal. Weil ich dachte gerade, vielleicht ist er bei euch gelandet. Der klang nämlich genauso wie der einen, den wir auch mal hatten, temporär. Ist lange her, das war, glaube ich, 2018 auf 2019. So 10 Monate war er da. Und das war richtig krass, weil der hat ja 0,0 Autorität gehabt oder Respekt von uns mittlerweile. Ich war
ganz okay mit ihm. Ich habe ihm immer gesagt, so, hey, ich kann dir nicht helfen und ich will deine Hilfe auch nicht. Und gut danach. Es hat halt so gut gepasst. Ja, also. Von der Beschreibung her. Und es dieselbe Zeit war. Ich fand es ganz witzig. Das ist jetzt ein bisschen privat. Ich überlege es noch, ob es in der Folge bleiben muss. Aber ein IT-Teamleiter, also IT-Administrator, der Teamleiter von denen, kommt um 9:30 Uhr erst in die Arbeit an, voll verschwitzt mit dem Fahrrad, irgendwie 30 Kilometer, hockt sich hin, 1 Stunde lang, komplett verschwitzt, stinkend im Büro mit 4 anderen Personen, verpestet komplett das Büro. Dann geht er sich erstmal 1 Stunde duschen, dann geht er 1 Stunde Mittagspause und dann arbeitet bis 19, 20, 21 Uhr da, wo das Team bis absolut allerspätestens 17 Uhr arbeitet. So, wenn es geregnet hat, hat er einmal seine nasse Fahrradklamotten in den Serverraum aufgehangen, um es zu trocknen. Tja, da ist warm. Ja, da ist es klimatisiert aber und sehr trockene Luft. Aber da gehört keine Feuchtigkeit hin, Christina, das ist das Problem. Ja, da kenne ich mich nicht so gut aus. das war, also Feuchtigkeit und Strom, ganz viel Strom und ganz viele Maschinen sind nicht gut in einem Raum, sagen wir mal so. Naja, am Ende des Tages hat es so geendet, dass er mal in eins unserer Vorort-Team-Meetings reingekommen und hat gesagt, ja, vielen Dank für die Zusammenarbeit, ich wurde gegangen. Und dann ist er aus dem Meetingraum raus und dieser Meetingraum war direkt beim Hauseingang, also beim Büroeingang. Und er ist dann wirklich komplett durch das Gebäude und hat das Gebäude verlassen und wir haben ihn nie wieder gesehen und nie wieder was von ihm gehört. Wieso hat er gekündigt? Er wurde gekündigt. Nee, er wurde gekündigt. Der ist gegangen. Das wurde gegangen impliziert immer, dass er nicht aus eigenen Stücken das Unternehmen verlassen hat. Ich glaube, alle waren sauer, weil er gestunken hat. Das war das er hat wahrscheinlich absolut auch nicht einen kleinste guten Job Problem. gemacht. Das war absolut das Ach so. kleinste Problem, wirklich. Also, naja, Er hat aber trotzdem an seinem persönlichen gehangen, okay. ja, und kennt ihr das? Also, vielleicht bin ich nur so ein Soziopath. Es kann sein, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin aber mir sicher. Danke, Ich kenne Christina. dich 4 Jahre. Danke, Christina, dass du mich gleich als Soziopathen nennst. Guten Morgen. Nee, aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr eine Person das allererste Mal kennenlernt und auf diese Person habt ihr das Gefühl, also ihr bekommt so ein Gefühl, dass ihr sofort diese Person so eine richtig fest auf die Fresse hauen wollt? Ja. Einfach so, weil dieses Gesicht einfach so dermaßen unfreundlich und unsympathisch ist, dass irgendwie noch so eine primale Instinkt rauskommt, so Unsympathie ist gleich Gewalt und dann wirst du einfach eine hauen. Ich glaube, weil das ist bei euch so Männer. Aber warte, ich habe das ziemlich oft gehabt sogar und dann kommunizierst du einfach mit dieser Person, lernst du diese Person kennen und dann geht es sofort weg. Sofort. Also dann weißt du entweder, dass diese Person ist einfach unsympathisch Und oder du bist sicher, okay, diese Person ist sympathisch und dann geht dieses Gefühl weg. Aber manche haben einfach meiner Meinung nach so eine Gesichtsstruktur, die einfach dazu erschaffen wurde, gehauen zu werden. sind sie Das meistens ist ein nett? Backpfeifengesicht, Norbert. Ja, genau. Und sind sie meistens dann nett oder nicht nett? Oder Also- normal? Du kennst mich, was für eine Menschenkenntnis ich habe. Seltenst werde ich positiv überrascht. Ich bin tatsächlich die Person, ich muss mit diejenige reden, zwei Sätze miteinander so sprechen und dann verstehe ich, ob diese Person ich in meinem Leben haben will oder in meiner Umgebung und das ist meistens so, dass nicht. Deswegen verziehe ich mich einfach. Ich gehe weg von dieser Person und ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, ich bin auch ein Experte darin geworden, solche Bekannte und halbe Freunde zu haben, die mit denen ich die Kommunikation habe. Hallo, wie geht's gut, dir selbst, tschüss. Und fertig. Ich bin ein Experte in dieser Kommunikation. Hey, wie geht's? Ja, lange nicht gesehen. Ja, soll so bleiben. Ciao. So vom Wegen. Aber ich mache den richtigen Cut. Ich breche alles ab.
bei solchen Personen. Ja, ich meistens auch. Ich sage das auch nur dann, wenn es unvermeidlich ist. So, man trifft sich, keine Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt jetzt oder so. Und dann sagen sie, ey, Norbi, lange nicht gesehen. Ich so, ja, soll auch das so ist bleiben. immer so Ja, und ich sage auch, ja, soll auch so bleiben. unangenehm. Fertig. Also ich bin dann unangenehm, weil du kennst mich, ich bin bitter ehrlich. Ich sage dann auch so, ja, soll auch so bleiben oder ja, hat auch seinen Grund, wieso und so. Ich lasse mir da nichts gefallen. Das ist mir vollkommen Du zeigst den anderen, dass du nicht viel Kontakt haben möchtest, auf deine Art. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch. Ist ja auch nur fair eigentlich, mal ganz ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Ich bin nicht auf belanglose Smalltalk angewiesen mit irgendwelchen Menschen, die ich nicht ausstehen kann. Ja, und das ist doch eigentlich richtig. Also, das erwarte ich ja auch. Weißt du, so von wegen, weil, was ist denn das für eine Situation, wenn du irgendwie beide so sind, ja, aber nur weil sie die Zähne nicht auseinanderkriegen, weißt du, so eigentlich sich hassen, aber dann doch aufeinander hängen, weil ist halt, weißt du, du willst ja nicht den anderen, aber nur weil sie nicht miteinander reden, weil sie halt beide so komisch sind. Ja, sie hangen aneinander, so, weil sie einen Podcast zusammen haben. Wie meinst du, oder wie? Ja, Corbinian, also du kennst mich. Ja, ich wusste es immer, verdammt. Oh, yeah. Die ganzen Jahre Berufsschule habe ich schon gemerkt, du hast nur neben mir gesessen, damit du abschreiben kannst. Ja. Anfangs, ja. Anfangs auf jeden Fall. Das stimmt hast jetzt du auch so. schon mal, glaube ich, so gesagt in einer früheren Folge. Ja. Immer nach oben heulen und immer nach oben klettern. Das ist einfach so. Nach oben heulen? Was? Ja, zum Beispiel Arbeit, wenn wir schon über Arbeit gesprochen haben. Ein Beispiel, du bist jetzt ein Ausbilder. Also bleiben wir realistisch. Du bist Ausbilder, das heißt, du hast irgendwelche scheiß kleine Kinder, auf die du aufpassen musst und irgendwas idealerweise beibringen musst. So. Oh ja, da ist aber jemand krank. Naja, und dann, wenn du irgendwelche Probleme hast mit den Azubis oder generell mit Firmenstruktur oder irgendetwas, dann beschwerst du dich ja nicht bei deinen Azubis, sondern du beschwerst dich bei deinem Chef. So. Und du hörst auch dein Chef, also wenn es ein guter Chef ist, seltenst sich bei dir beschweren. Also ich glaube nicht, dass jemals bei irgendjemandem der Chef, also direkter Vorgesetzter oder halt in Leitungsposition der Vorgesetzte, ins Büro gekommen ist oder zum Arbeitsplatz gekommen ist und von sich selbst aus angefangen hat, über irgendwelche Firmenpolicies oder sonst noch was zu beschweren. Niemals. Man heult niemals nach unten, sondern immer nach oben. So gehört. Meine Erfahrung ein bisschen anders, aber naja. Na, erzähl mal. Naja, das liegt aber wieder von, wie halt unsere Abteilung ist und wie die Strukturen entstanden sind, die heute existieren, ja. Weil meine jetzt auf dem Papier Vorgesetzte war davor immer meine Kollegin. Das heißt halt, die ist halt einfach, die hat halt, weil sie halt lange da war, hat das halt einfach abbekommen und ist jetzt halt Teamleitung, weißt du, so. Aber da hat sich halt mit dem, wie du miteinander umgehst, außer dass jetzt halt bei ihr in der Signatur steht, Leitung, Team, ja, hat sich nichts geändert für uns. Genau. Deshalb ist halt da wieder so nicht nach oben, also da ist halt, weil wir uns immer noch über dieselben Sachen aufregen, wo wir uns früher auch drüber aufgeregt haben, weil hat sich nichts geändert, faktisch. Ja, es ist halt okay. einfach nur so, auf einem Stück Papier steht halt, sie ist jetzt Leitung. Jo, das ist diese bürokratische Beförderung, das meinte ich. Ja, genau, nicht. das war einfach nur so, okay, wen haben wir da? Okay, dem frisch aus der Ausbildung können wir es halt nicht gleich irgendwie machen. Die Gehaltsstufe können wir nicht machen, weil, ne, keine Erfahrung. Und ja, wen haben wir noch? Okay, will es nicht machen, geht bald in Rente. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen. Oh ja. So was ist halt entstanden. Direkt an die Front geschickt. Ja, genau. Deshalb, wie gesagt, deshalb ist es halt für mich so, das ist persönliche Erfahrung, das ist auch was, ich verstehe, wie du es meinst und dass das eigentlich auch ja ganz gut ist, weil das halt einfach seinen Platz hat, aber jetzt aus persönlicher Erfahrung, aufgrund wie unsere Strukturen entstanden sind, ist es halt bei uns anders. Stellt euch mal vor, ihr seid Geschäftsführer mit 100 Angestellten oder so. Mhm. Jetzt, wenn irgendwie eine Abteilungsleiterposition frei wäre, würdet ihr intern befördern oder extern eine Leitung einholen? Also du meinst, dass du die Stelle wirklich ausschreibst oder dass du halt jemanden, den du sowieso schon kennst, einfach sagst, hey, hier. Ja, also entweder das
Oder dass du intern irgendjemanden aus der Abteilung beförderst in die Leitungsposition. Je nachdem. Wenn es ja jemand einer Gute ist, der viel Erfahrung hat und du weißt, dass er gut arbeitet, dann würde ich schon das machen. Wenn du nicht passende Person dafür hast, dann würde ich extern raus. Also von extern jemand holen. Ja. Ja, tatsächlich bin ich da auch so, wie Christina gerade geantwortet hat, weil es kommt halt so drauf an, ne? Siehst du jemanden, also wenn du eine gute Führungskraft bist, dann kannst du ja auch deine Mitarbeiter einschätzen. Selber. Und dann weißt du hast da jemanden, der ist ein super Mitarbeiter, aber du weißt, wenn der quasi mehr führen und weniger einfach hands-on ist, dann wird der schlecht. Dem gibst du die Position nicht. Oder du hast halt jemanden, du weißt, der macht sowieso schon, der leidet schon so, weil er das einfach so in sich hat. Und dann ist der halt vielleicht ein Kandidat dafür. Und wenn du halt niemanden hast, weil alle so Hands-on-Leute sind, oder halt du weißt, die werden total unglücklich, wenn die mal ein bisschen Verantwortung bekommen, weil sie sich dann irgendwie damit nicht umgehen können, dann suchst du dir jemanden von außen. Ich finde das viel schwieriger und komplizierter, als ihr denkt. Jetzt Find's schau immer mal. Okay, dann hau komplizierter. mal raus. Naja, das stimmt eigentlich nicht. Ich bin ziemlich rational, was das angeht. Aber jetzt stellt euch mal vor, Geschäftsführung von 100 Leute. So, und du wechselst einen Abteilungsleiter. Das heißt, du hast so lala flache Hierarchie. So, Abteilungsleiter geht und bei 100 Leuten kannst du deine Mitarbeiter nicht so genau kennen, dass du wirklich in zum Beispiel jetzt IT-Abteilungsleiter wechselst. Dass du da alle ITler kennst von Person und kannst du es genau einschätzen. Hast du Schwierigkeiten. So, aber ich gehe da voll mit, wenn du bei einer Person siehst, dass der eigentlich schon irgendwie Autorität für sich erschaffen hat im Team und schon diese Facetten hat, dass er auch führen könnte, dann sofort kein Thema, weil die Leute haben eh schon Respekt zu ihm und sehen ihn eh schon so an, dann kein Thema, spricht nichts dagegen. Aber ich würde niemals so auf den Bauch klatschen und sagen, ja, jetzt 1, 2, 3, 4, ja, Nummer 5, du wirst jetzt Abteilungsleiter. Weil das führt, glaube ich, zu viel mehr Konflikten und so Harmoniebrüche im Team, als das, was Mehrwert bringt. Also wenn ich jetzt meine Mitarbeiter nicht so super duper kennen würde, dann würde ich auf jeden Fall extern reinholen. Zudem mal, wenn du jetzt irgendwie eine niedrige Fluktuation hast, jeder redet auf dem Markt darüber, dass ja, dieses Unternehmen hat eine hohe Fluktuation, der hat eine hohe Fluktuation, was weiß ich, als ob es was Schlechtes wäre. Aber es hat ja auch so einen Schwellwert. Also zu niedrig ist auch nicht gut, zu hoch ist auch nicht gut. Es muss in einem gesunden mittleren Bereich stehen, weil jetzt stell dir vor, du hast ein Unternehmen, 100 Mitarbeiter und der jüngste Mitarbeiter ist seit 7 Jahren bei dir im Geschäft. Sagen wir mal so. Dann hast du fast 0,0 Fluktuation. Niemand geht, alle werden nur älter und vielleicht kommen neue dazu oder sonst noch was. Da hast du dann so richtig vertiefte Wege, Gedankenwege, Methodiken, was weiß ich. Da kannst du nicht modern mithalten. Damit dann ein bisschen das frische Blut reinkommt, kann es schon sein, dass du dann irgendwie externen Abteilungsleiter reinholst, der irgendwie hyped ist oder der irgendwie richtig hip ist oder sonst noch was. Keine Ahnung. Bleiben wir mal bei der IT. Wenn du jetzt, was war das? Egal. Was mit Mikrofon heute? Echt, habe ich wieder mein Mikrofon irgendwie geklatscht. Oh ja. Naja, also wenn du irgendwie jetzt in IT-Branche tätig bist, dann holst du vielleicht doch extern irgendjemanden, der vielleicht ein bisschen schon Netzwerk aufgebaut hat, der vielleicht schon mehr Leute kennt, einfach um deine Firma weiter vorne auf dem Markt nach voranzubringen und besser zu repräsentieren. Und wenn diese Leitungsposition eine Followerschaft hat, also ein ausgebautes Netzwerk hat, profitierst du davon viel, viel mehr, als wenn du irgendein Hansel von Sachbearbeiter zu Leiter machst. Deshalb, das ist die bittere Wahrheit. Heutzutage musst du höchstwahrscheinlich oder in den meisten Zeit, wenn du vorankommen willst, den Arbeitgeber wechseln. Aber ich persönlich sehe das gar nicht so schlimm. Also ich glaube, es ist schon lange vorbei, dass man irgendwie Ausbildung gemacht hat und dann 50 Jahre abgearbeitet und dann in die Rente gegangen ist bei dem gleichen Unternehmen. Da gibt es kaum noch Berufe, wo das irgendwie der Karrierepfad ist. Ich glaube, das Also kannst ist du schon nirgendwo sehr machen. speziell dann. Doch, natürlich. Ja, wo denn? Deutsche Versicherung.
weil Ach es gibt so, nur eine Firma, die Fluglotsen einstellt, wenn du einer geworden bist gut. in Deutschland. Gut. Also, Also wie wenn gesagt, du sehr ein speziell, Monopol sehr hast, speziell. klar, dann ist schon klar. Aber, wie Aber gesagt, aber weil deshalb so in dem, es gibt halt Nischenbereiche und das ist einfach ein Nischenberuf, so doof es klingt, ne? Sehr hoch spezialisiert, aber es gibt halt nur, da gibt es keine Konkurrenz. Du kannst halt dann ins Ausland gehen. Da gibt es ja auch Fluglotsen, wie in jedem Land. ja, Das ist das Einzige, was dann halt irgendwie die machen kannst. Aber viel verändert sich Keine- dadurch aber nicht. viel verändert sich. Nee, weißt du so, das ist nicht so mit von wegen, da ist so die Karriereleiter und hier so, also da bleibst du dann. Da bist du bei dem Unternehmen und zwar von Anfang bis Ende. Jo, reicht ja. Wenn du überhaupt wenn Aber du mal ganz ehrlich- reingekommen bist, weil Bei dem Gehalt, wie gesagt, das ist es halt. Da musst du nicht irgendwie Vorstandsvorsitzender oder sonst was werden. Da kriegst du auch so gut Geld. Und selbst da hast du ja Chancen. Da gibt es ja auch Tiers. Ne? Du ja, fängst halt als einfacher Fluglotse an und irgendwann bist du dann Bereichsleiter oder Teamleiter und. Und dann geht's nochmal hoch beim Geld. und ich finde auch generell so bei tarifgesteuerten oder mit Tarifvertrag hinterlegten Jobs haben schon eine gewisse Sicherheit. Also da hast du die ganze Zeit Neuverhandlungen, mal Gehaltserhöhung, mal dies, mal das. Ich dachte, Aber Aber ich Corinna muss jetzt an lacht. VW gerade denken. Ich Bitte? musste jetzt an VW denken. Die haben auch so Tarifverhandlungen und sowas. Ne? Aber, Ja, VW ist Ja. ein Witz. ne? Ja. Was war jetzt letztes Jahr oder am Anfang des Jahres so richtig fett? Mit Deutsche Bahn, glaube ich. Es war dieses, dass die Lokführergesellschaft. Gewerkschaft Deutschland, GDL und hier die anderen, Ja, da gibt es ja genau. irgendwie zwei große Ja. Gewerkschaften, Also auf die jeden so Fall, mega gestreikt haben und so. du hast ja Tarifstufen, die du erklemmen kannst. Du hast immer wieder was Neues in deinem Vertrag, also da passiert relativ viel. Da verstehe ich das schon, dass man so irgendwie 10-Jahres-Trakt vielleicht den Arbeitgeber wechselt. Aber ansonsten ist es ziemlich selten. Mhm. Ja. Ich glaube, also jetzt gerade in unserem, so in dem Dienstleistungsgewerbe und gerade auch speziell also rund um IT, da ist es dieses, wie du sagst, halt, da kommst du voran. Entweder du machst irgendwann dein eigenes Ding, ne? Ja, Eigene Firma, wie auch immer, oder du lässt halt dein Gehalt steigen, indem du halt eben gut bist und dich dann halt immer in alle paar Jahre halt das Unternehmen weiterziehst, weil halt da mehr Geld kriegst. Hatte ich schon einen Kollegen, der hat das auch offen so gesagt. Der ist alle paar Jahre, der war da, paar Jahre, und dann ist er wieder zum nächsten, weil hat mehr Geld bekommen. Und das hat er schon scheinbar immer so gemacht. kann man ja machen. Und wenn die Gehaltsstufe stimmt, die er damals bekommen hat, dann kann ich auch verstehen, warum er das macht. Weil der hatte deutlich mehr als wir alle von der Eingruppierung. Siehst du, und ich kann solche Leute das auch gar nicht übel nehmen. Hey, das ist voll legitim. Ne? Ja. Kann man nichts gegen sagen. Es ist einfach, wenn das klappt und du das durchziehst, warum nicht? Du hast ja keinen Nachteil. Ich hatte, Wo ist mehr Geld auf dem Konto am Ende des Monats ein Nachteil? ja, das stimmt. Ich hatte mal, vielleicht habe ich das sogar schon erzählt hier im Podcast. Wenn ja, unterbricht mich. Aber in der alten Arbeit hatte ich einen Schweizer Typ, der nach Deutschland gezogen ist, wegen diesem Job. Er war ein Datenbankprogrammierer, Analyst, was weiß ich, für SAP. Also für Subsysteme. Und wir haben den angeheuert, damit er unser BI, also Business Intelligence, so Statistiken über Kennzahlen und so weiter, also Zahlen einfach, jetzt mal so nicht IT-mäßig erklärt, dass er das entwickelt. Und ich war bei einem Immobilienunternehmen früher und wir hatten da eigene Wohnungen, die wir zu einem vergünstigten Preis an die Mitarbeiter ausgegeben haben. Und er hat halt in München-Schwabing einfach eine 4-Zimmer-Wohnung für seine 2 Kinder und Frau ausgesucht, hat gesehen, das ist oh, jetzt habe ich das ausgesprochen, ist egal, hat gesehen, das ist die und dann, also erstmal hat er die Wohnung gefunden, dann hat er auf Karriereseite geguckt, dann hat er gesehen, dass die per Zufall tatsächlich seinen Job finden, dann hat er ein riesenfettes Gehalt ausgehandelt, ist umgezogen. Das heißt, aus der Schweiz ausgewandert nach Deutschland, mega Gehalt, geile Wohnung, Stadtzentrum gefühlt, also Premium-Gegend. Hat dann 1-2 Jahre alleine das alles gemacht.
Das heißt, der war komplett im Monopol. Alle 6 Monate hat er eine Gehaltserhöhung für sich eingeborgt. Dann meinte er, ansonsten geht er und lässt er halt das Projekt da liegen, ist ihm scheißegal. Dann hat er das immer auch bekommen. Dann hat er das 2 Jahre so durchgezogen. Dann kamen noch 2 neue hinzu, die auch diesen Job irgendwie aufnehmen sollten, weil das Unternehmen hat ja das finanziell langsam nicht mehr ertragen, dass eine Person so viel hat. Also es gab so Gerüchteküche, dass er langsam irgendwie unserem Bereichsleiter sein Gehalt angenähert hat als Entwickler. Und das war schon grotesk. Naja, und dann hat er nochmal irgendwie eine Gehaltserhöhung einkassiert. Und dann meinte er, ja, jetzt hat er keinen Bock mehr, er hat zu viel Zeit hinein investiert, er macht sich selbstständig. Er war aber ein super schlauer Kopf. Also wirklich, der war so schlau. Und dann hat er gesagt, okay, gute Nacht, ich bin weg. So, und dann war er in 2 Monaten oder so komplett weg. Und dann, das Projekt war noch nicht zu Ende gemacht. Und dann meinte er, oh, übrigens, ich habe mich selbstständig gemacht als Berater und Entwickler. Hier mein Stundensatz ist, keine Ahnung, 3, 4, 5, 600 Euro. Möchtet ihr mich? Ich kann das Projekt für euch fertig machen, Richtig. was ich selbst angefangen habe. Richtig. Und was hat das Unternehmen gesagt? Ja, bitte. Natürlich. Das war, Der Typ, ja, wenn er Jahre das alleine gemacht hat, er hat schon das Unternehmen ziemlich an der Nase herumgeführt. Veni Vidi Vici, der Typ hat einfach alles Der hat abrasiert. echt nur gewonnen. Wie gesagt, der hat aus für sich findet er alles richtig gemacht. Ist zwar kann man jetzt von halten, was man will von dem Move, aber rein für sich persönlich, wenn das Unternehmen sich das gefallen lässt und das jahrelang mitmacht, ja, dann hat er sie halt quasi, sie hat überhaupt keine Wahl. Weil jetzt ist es wahrscheinlich immer noch günstiger, als wenn halt jemand komplett von vorne anfangen muss für das Projekt. Definitiv. Und Das ist es halt. das Problem war auch, dass das Unternehmen ein extremer Vorreiter war, was das anging mit dieser Technologie. Und der Markt war halt relativ leer. Und der war halt einer, der sich auskannte. Das heißt, er hat mir auch viele solche Sachen erzählt, so mit geh studieren, mach das und das und das. Und dann musst du richtig gottlos 10 Jahre durchziehen, so moralisch komplett verwerflich. Aber dann hast du einen Zustand, wo das Leben für dich frei steht. Und dann dachte ich mir auch immer so, eigentlich ist es ein guter Plan und er sagt richtig gute Sachen, aber andererseits hat er so viele rechtsextreme Sachen auch so geäußert und das, wo ich dann irgendwie gesagt habe, ja gut, irgendwie glaube ich dir nicht. Und dann Er war so, ja, manche Sachen haben Sinn gemacht, andere hast du gesagt, ja, geht genau. mir ein bisschen zu Und weit. ich war Azubi, ich habe das nur so auf der Seite miterlebt. Und dann dachte ich mir, ja, passt schon. Sowas konnte ich mir gestern auch beim Abendessen anhören, solche Sachen. So, warum auch immer, weil am Nachbartisch gleich so auch so Unterhaltungen waren mit und du musst das so und so machen und dann kamen wieder so andere Sachen, wo du dann gemerkt hast, der andere hat eigentlich überhaupt keinen Bock, so über das zu reden und so und hat auch gesagt, was ist das für eine komische Einstellung. Aber ne, du saßt halt einfach so Tisch an Tisch und hast halt einfach überhört, weil du halt, da war kein Abstand dazwischen, es war halt so in einem Restaurant. Mhm. Oh. Deshalb kann ich mir das gut vorstellen, wie das war. Ganz schlimm ist sowas. Und dann halt auch noch dieses Social Awkward also jetzt gestern so, dass halt so, weißt du, du merkst, der andere hat eigentlich gar keinen Bock auf die Meinung gerade, aber ist dann so, weißt du, öffentlicher Raum, er kann jetzt nicht so, wie er will, eigentlich drauf antworten und so. War richtig komisch. Unterhaltsam für mich, weil ich habe da gesessen, meine Nudelsuppe gegessen und ja. Ich würde mir bei solchen Situationen nichts gefallen. Ich würde einfach sagen, hey, lass mal das Thema lieber oder hey, such vielleicht jemand anderem zum Reden. Das hat er ja so versucht, noch so einigermaßen freundlich, aber der andere hat nicht losgelassen, weißt du, das war das Ding. Er hat ihm gesagt, so, das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mein Problem oder so, weißt du, der andere hat einfach weitergemacht, so. Ja, da musst du dann einfach sagen, Entschuldigung, könnten Sie bitte kurz den Maul halten? Wieso? Ich fand's ja unterhaltsam für mich, ne? So mussten Na, nicht du. Er hätte das sagen sollen. Ach so. Kannst du mal bitte kurz den Maul halten? Kannst du mal die Fresse halten? Ja, genau. Ich saß einmal mit so richtig hohen Tieren an einem Tisch zum Abendessen und so für einen Umtrunk. Und das war für mich, also das hat für mich richtig so die Augen geöffnet, wie solche Leute ticken. Und da dachte ich mir kurz, gut, vielleicht werde ich da nie hingehören, aber das hat mich so fasziniert. Ich
dachte mir, ja Mann, das ist richtig wie House of Cards, wirklich. Es ist jetzt echt eine harte Aussage, aber am Ende des Tages, wenn du bist ein Geschäftsführer, hast du ein etabliertes Unternehmen und wenn du nachts, weil du nicht schlafen kannst, auf Immo-Scout durchgehst und dann plötzlich unter sonstige bzw. Spezialitäten-Kategorie ein Leuchtturm findest für ein paar Millionen und du das dann kaufst, um daraus eine Ferienwohnung zu machen, weil es dir gerade langweilig ist, ist schon mal sportlich. Und dann habe ich diese Story gehört. Kann nicht jeder. Ja, kann man machen. Hat er einen Leuchtturm gekauft. Dann wollte er daraus eine Ferienwohnung machen. Die Stadt aber, wo dieser Leuchtturm stand, hat keine Genehmigung erteilt dafür. Jahrelang, so 1,5 Jahre lang hat er versucht, Genehmigung immer abgelehnt. Und das hat ihn richtig angekotzt, weil es ist ein Side-Projekt gewesen und auf Side-Projekt gibt man nie so viel Zeit aus. Und dann hat er mal den Bürgermeister getroffen zu einem Abendessen. Einfach so. In einem edlen Restaurant. Zufällig? Nicht zufällig, verabredet. Weil man kennt sich ja. Hallo Norbert. Das war doch zufällig. Ja, nee, aber man kennt sich ja. Das ist der Punkt. Man kennt sich. Ach so. So, und dann so einfach mal Klartext von Mann zu Mann. So, hey, wieso genehmigt denn mein Scheiß nicht? Was muss ich tun, dass ihr das genehmigt? Und dann kam die Antwort, ja, wir haben Angst, dass wenn da Ferienwohnung ist, dass wir dann wegen Lärmbelästigung ständig da die Bullen dahin schicken müssen. Und dann war die Rückfrage, gut, soll ich auf minus 30 Dezibel Isolierung, Schallwand, was weiß ich, auf die Dings tun? Würde das reichen? Ja, würde reichen. Handschlag, fertig, Genehmigung am nächsten Tag bekommen. Gebaut. Und dann hat er dann noch auf seinem Handy jeden so rumgezeigt, dass, hey, du kannst es jetzt mieten, wenn du willst. Ist ein schönes Wochenende. Ich gebe dir auch 10% Rabatt drauf. Und dann gucke ich drauf und es steht da 450 € pro Nacht. Und dann meinte ich so, hey, Schätzelein, 10% auf 450, das geht nicht. Und dann so auf dem Niveau. Und das war so witzig einfach. Ich war so perplex. Das ist einfach so ein Standardproblem von einem erfolgreichen, reichen Mann im mittleren Alters, dass er sein scheiß Leuchtturm nicht als Ferienwohnung umbauen kann. Das ist halt wieder so eine Welt, die ist so, wenn du das, also ja, wenn du nicht selbst an dem Punkt angekommen bist, ist so nicht greifbar für dich, finde ich, ab einem gewissen Niveau, weißt du? Ja, definitiv. Was ich meine, weil du diese Connections hast und deine Connections sind halt nicht so jetzt irgendwie, weiß ich kenne irgendwie, das klingt nicht böse, aber es ist so zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber legen würde, ich will mein Auto verkaufen, aber der Innenraum sieht scheiße aus, würde ich dich mal fragen, ob du noch dein Detailing machst, weißt du, so. Ja. Das sind so Connections, die ich habe. Das sind überhaupt nicht wertend, aber weil ich weiß, dass du das schon mal gemacht hast und so, ne? Aber die sind dann halt auf so einem Level so, ja, ich muss jetzt irgendwie das und das machen. Ich kenne aber, weil ich mit dem Studio gegangen bin, den und den aus der Firma, der da gerade irgendwie der Vorstandsvorsitzende ist. Ich frag den mal, ob die uns da, also das ist so ein ganz anderes Level einfach von Connections, auf dem die sich bewegen. Weißt du, nur so dieses mit, ich kenne den Bürgermeister. Und vor allem, weil das ganz normal ist. Überleg mal, an welchem Ende von Deutschland gibt es Leuchttürme? Also jetzt, wenn du mal so geografisch an die Geschichte rangehst. Also in Bayern wahrscheinlich nur so Spaß-Leuchttürme, wenn überhaupt. Keinen echten. Exakt, so. Und so diese Hafenstädte sind ja relativ groß. Dementsprechend sind die Bürgermeister da auch relativ groß. Also das gibt schon ein gewisses Niveau an die ganze Geschichte. Aber, wie du es gesagt hast, man kann es nicht so gut vorstellen. Aber irgendwie, wenn du am Abend an demselben Tisch mit diesen Leuten sitzt, dann kannst du dir das verdammt gut vorstellen. Dann plötzlich bist du in so einer Atmosphäre. Das ist echt krass. Ich hatte auch schon mal so eine Situation, aber halt so gesehen auf einem viel kleineren Level. Also von irgendwie, weißt du, so Unternehmensgröße oder sonst was, ne? Aber ich hatte ja auch mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich glaube schon, dass wir darüber schon gesprochen haben. Mit diesem, dass unser ehemaliger Prokurist mich von allen irgendwie, da war kein anderer aus meiner Abteilung, nicht mal der Vorgesetzte, sonst was, mich hat auf seine Verabschiedung eingeladen und so. Und am Ende des Abends saßen Politiker,
die Geschäftsführung und warum auch immer ich an einem Tisch, weil wir halt die Letzten waren. Und du hast dich auch so gefragt, wie bin ich hier hingekommen? Warum sitze ich hier gerade mit diesen Leuten? Du hast einfach einen Sidequest angenommen. Ja, Das ohne Leben Mist, ist aber eine so wirklich, Simulation. du hast so gedacht, ja, das ist jetzt, ne? Die haben viel zu sagen, der hat viel zu sagen, weißt du, weil das ist dein Geschäftsführer und sowas, ne? Und warum auch sitzt du hier? Ja, Weil. dann willst du ein Gespräch anfangen und dann sagst du, ja, diese Kryptobörse, gell? Po. Ja, genau. Ja, haben sie schon gehört. Ja, aber wie gesagt, deshalb kann ich das nicht auf dem Level so, aber zumindest war das auch so. Es ist schon ganz interessant, das mal so zu erleben. Ja, einfach am Tisch versuchst du irgendwie mit irgendwelchen Politikern ein Gespräch anzufangen, so, haben Sie gehört, ab nächster Woche ist Steam Sale. So. Das greifbarste Beispiel, was wir jetzt haben, wenn man sich damit bekommt, ist jetzt so dieses mit Elon Musk und Donald Trump. Weißt du, so der reichste Mann der Welt und dann auf einmal ist er Buddy mit halt jetzt dem nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, ja. Und lustigerweise ist ja zum Beispiel auch Kid Rock ist ja auch einer, mit dem Trump total gut kann und die sind so voll Buddies. Weil da gibt es ein Interview von einer deutschen Firma, wo die halt da so sagen, ja, sie sind so mit Donald Trump, sind sie so, sagen immer, sie sind Buddies und können es beweisen. Und Kid Rock zieht einfach sein Handy raus und ruft Donald Trump an. Und Donald Trump geht an, so, ey, was ist los, Kumpel? Weißt du, so richtig total entspannt, weil es halt stimmt. Weißt du, so. Und dann waren auch alle so, okay, alles klar. War halt schon so ein krasser Flex eigentlich. Das schon, so, hey, ich habe ne, weil er auch einfach Kurzwahl rangegangen ist, so. Einfach so, ja klar, ich rufe ihn jetzt an, kein Ding. Und zack, Donald Trump geht dran und sagt, hey, was ist los bei dir, ne? Und dann so, ja, ich gebe hier gerade ein Interview. Also, ist halt auch schon total cool, irgendwie. Eigentlich was auch immer man jetzt von dem Charakteren halten kann, aber das ist schon irgendwie interessant. Also, es hat schon was. Ich glaube, man kann das komplett vergleichen damit, wo Kinder mit deren Eltern angegeben haben. So, ja, mein Vater ist ein Arzt. Ja, mein Vater ist keine Ahnung, Astronaut oder Feuerwehrmann oder so. Und dann wurde immer dieses Hin und Her und dann stell dir mal vor, das ist die absolute Endstufe auf diesem Planeten. So, ich habe Donald Trump auf Kurzwahl und er geht ran. So. Ja, weißt du, und wir sind einfach befreundet, weißt du, so. Ja, ist schon okay. hart, ist schon hart. Alles klar. Du hattest auch schon was Ähnliches, oder? Bei einer Abschiedsparty bei einem Chirurgen, Anästhesisten. Was hatte ich da? Abschied. Du warst auch da, einfach im privaten Haus von einem Arzt. Nein. So. Ach, stimmt. Ja. Nein. Ach doch, verdammt. Das war tatsächlich ein sehr netter Arzt und der kommt aus Ungarn. Der war Anästhesist, auch bei Norberts OP tatsächlich. Und da hat er einfach uns zu seinem Abschied sozusagen nach Hause eingeladen. Boah, ich bin da hingekommen. Der wohnt ganz oben im Ebersberg. So auf Jetzt droppt nicht seine Adresse. Ja, ich sag nicht mehr. Hausnummer, Hausnummer weiß ich nicht. Bahnhofstraße 12, 83. Auf jeden Fall. Und da weil jeder kennt Ebersberg und man denkt sich, ja, Ebersberg ist hässlich. Viele sagen das. Deswegen habe ich das so gesagt. Ja, auf jeden Zentrum, Fall. Ja. Da bin ich zu ihm. Erstmal ein riesiges Haus. Dann wusste ich erstmal, wusste nicht, wo ich erstmal parken muss. Ich habe irgendwie mich einfach Mitte der Straße gepackt. Egal. Und dann komme ich so rein und plötzlich sehe ich eine Couch, Ledercouch, einfach auf dem, so einfach sozusagen draußen. Ist das Erdgeschoss, oder? Nennt man das quasi? Auf der Terrasse. Ja, auf der Terrasse. Das war eine Gartenehe. So auf dem Garten einfach einen riesigen Couch aus Leder. Und der so in der Mitte vom Garten fängt mit diesem speziellen Topf Gulasch zu kochen. So am Lagerfeuer. Ja, richtig. Ja. Ich habe mir gedacht, das war richtig so wie in alten Zeiten, so einen richtigen großen Topf, drunter Feuer und der hat sich in drei Stangen gehalten. Schätzelein, diese alten Zeiten sind bis heute noch in Ungarn so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei der Deutschen ist. Das ist Kesselgulasch, nennt man das. Ja, das meine ich. Auf jeden Fall, ich war so verwirrt, ich meinte, wieso hast du eigentlich der Couch draußen? Ja, das ist für euch. Ich dachte mir, ich tue es raus. Am Ende des Tages war das nur so geplant, weil die neue Couch kam und den gleichen Tag, wo die Gäste kamen. Auf jeden Fall. Schlau. Und schließlich, der hatte so ein schönes Haus, der hatte so, nicht Schwimmbad, das ist so aus Holz gebaut, so Mini-Pool sozusagen, den man im Winter aufwärmen kann. Jacuzzi.
Ja, kann so man. mit Blasen, noch so Blubbern, so Bubbles blub, und so. Die haben, Jets, die ja, dir dann schon. so den Rücken massieren und so. ja. Jacuzzi. Und dann konntest du den ganzen Ebersberg sehen. Geil. Im Winter ist richtig cool bestimmt. Auf jeden Fall, das war richtig cool. Ja. Und wir haben einfach Bier geholt und der hat das Bier gekühlt in so großen Mülleimer mit Wasser, damit es kühlt. Das war Das lustig. ist auch richtig schlau. Ja. Ich bin jetzt richtig stolz auf mein Land. Solche Leute kommen auch aus meinem Land. Und wir haben diese speziellen, es gibt auch, ich weiß nicht, wer es auf Ungarisch heißt, aber Spätzle auf Deutsch, glaube ich. Nokedli. Ja, Nokedli. wusste ich. Auf jeden Fall, wir haben es mit Mädels zusammen zum 5. gemacht. Mit seiner Respekt. Frau und haben wir einfach in die Gulaschsuppe einfach reingeschmissen. Finde ich spannend, dass du das so sagst, weil das ist so ein Running Gag in Ungarn. Das ist so irgendwie komplett verbreitet im ganzen Land, diese Sprache. So, ja, wenn du über eine neue Freundin oder eine neue Frau erzählst, dies, das, und dann fragt man, ja, wie sieht sie aus, wie sind ihre Haare, dies, das. Und dann kommt immer einer, der fragt, und kann sie denn diese Nokedli machen? Weil das ist ja so kochendes Wasser und du musst durch diesen Sieb da den Teig durchpressen, damit diese kleine Spätzle halt durchgehen. Und das ist richtig anstrengend. Knöpfle meint ihr? Ja, genau. Und das ist halt richtig anstrengend, das hoch, runter die ganze Zeit zu machen. Und insbesondere, wenn du viel machst, dann ist es richtig Armarbeit. Und deshalb ist es so ein Running Gag geworden, kann sie denn bitte Nokedli machen? Weil wenn sie das nicht kann, Weil dann die ist sie nur eine Diva. Handbewegung für was anderes herhält. Nein, Auch? nein, sondern weil Ach so, das okay. harte Arbeit ist und du brauchst Mühe, das ist mühsam. Und wenn sie aber kein Nokedli machen kann, aber dafür super super aussieht, dann ist sie einfach nur wahrscheinlich eine Diva. So eine Also so ein bisschen, ob sie So. bodenständig ist, Richtig, so mit, wenn sie richtig. das kann. Exakt. Aber wenn sie wunderschön aussieht und noch Nokedli machen kann, dann ist das die Traumfrau. Dann ist alles super. 10 von 10 sofort heiraten. Ja. So ungefähr, ja. Mhm. Ich verstehe. Gut. Wann heiratest du mich dann? Ich kann beides. Den Ring hast du schon. Ja, Ja, auf was warten wir? Termin. Mach mal einen Termin aus. Ja, okay. Meine Stimme geht langsam weg. Ich würde Wann tut sagen, wieder wie? herrlich. Also ich habe Halsschmerzen, Stimme geht weg. Wir sind komplett fertig für diese Woche. Aber nächste Woche und übernächste Woche haben wir noch für euch eine kleine Überraschung. Wir haben noch ein Weihnachtsspecial und ein Neujahrsspecial vorbereitet. Wovon Haben wir? nur ich weiß, kein anderer Okay, eigentlich. okay. Ja, wir gut, machen keine komischen Gesichter jetzt. Nein, wir machen gar nichts von sowas. Aber die Muss ich Themen mir noch ein werden. Weihnachtsmann-Outfit kaufen? Nein, Grinch. nee, Bitte. alles gut. Also wir machen keine Outfits. Die Überraschung spoilere ich aber auf jeden Fall nicht. Nein. Nein. Aber da kommen noch 2 Folgen für dieses Jahr. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, Januar, werden wir wahrscheinlich 2 bis 4 Wochen in Pause sein, in Winterpause, in Winterschlaf. Das werden wir noch in den kommenden 2 Folgen ganz genau Bescheid geben. Kreative Pause, Norbert. Nice. Richtig. Ja, wobei Ideen habe ich ganz, ganz viele. Aber die Kraft und Kreative Schlaf. Pause. Ich habe heute Wir machen eine Winterpause einfach. ein TikTok gesehen, Im Winter einfach wie Grinch im Grinch-Auto saß. Das Auto war von außen so mit Grinch-Haare gemacht. Boah, das war richtig cool. Wo finden nur die Leute so viel Mühe und Zeit für sowas? Ja, weil das macht Spaß. Macht das Leben schöner. Das macht das Leben schöner, dass du auf ein Auto grüne Kunstfaser klebst. Weißt du, wenn du wie viele Aufrufe auf TikTok hast, dafür Geld kriegst? Du kriegst, glaube ich, pro 2 Millionen irgendwie 10 US-Dollar oder so. 1000. Nee. Okay, sagen wir 100. Treffen wir uns in der Mitte. Na gut, auf jeden Fall. Ich fand es schön. Ja. Ja. Es gibt Sachen, die es gar nicht gibt. Hast du von mir gelernt? Mhm. Ja. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ich das von Omid habe. Aber Nein, da war ich besoffen, das habe ich dir erzählt. Und da war Omid auch dabei. ja, vielleicht hast du es von ihm gehört, weil ich habe diesen Satz schon gesagt, wo du noch in Kasachstan warst oder wo warst du? Mongolei.
Moldawien, Entschuldigung. Bitte nicht schlagen, bitte nicht. Nach dem Video, okay? Aufnahme. Erst wenn die Kamera aus ist, Christina. Ja. Yeah. Der weiß nicht, was ihn zu Hause erwartet. Und nur da schlagen, wo es die Klamotten bedecken. Mhm. Ne? So. Ist das dann der Behind-the-Scenes-Content, der hinter der Paywall ist? Ja, genau. Das ist auf unser Patreon zu finden. Genau. Uncut Raw. Nein, um Gottes Willen, wir sind voll normal, versprochen. Naja, liebe Leute, das war Blickwinkel Chaos für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch die Episode gefallen hat, dann bewertet uns bitte auf Spotify, gerne 5 Sterne geben, gerne auf Folgen drücken, ebenso auf YouTube, auf TikTok, auf LinkedIn, auf weiß ich nicht, sonst noch wo ihr uns mit dem Namen Blickwinkel Chaos finden könnt. Abonniert unseren Kanal, habe ich auch schon gesagt. Entschuldigung, ich glaube, ich habe Fieber. Unsere Mailadresse blickwinkelchaos@concept-marathon.de. Ich muss da mal reinschauen. Ich habe locker seit einem Monat noch nicht hineingeschaut. Gerne aber da Feedback und Wünsche und sonst noch etwas äußern, was ihr auch immer möchtet. Bleibt gesund, so wie wir, und bleibt weiterhin chaotisch, genauso wie wir. Gute Nacht. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.